dann kann das Buch der Offenbarung ein ziemlich einfaches Buch sein, was ein Buch der Ermutigung für uns ist. And not a book that leaves us scared and wondering. Und nicht ein Buch, was uns erschrocken zurücklässt und mit vielen Fragen. When you think about John writing to these churches with the stuff that they were going through, do you think he wanted to write a book of encouragement or a book of freaking everyone out? Was denkt ihr, was Johannes im Sinn hatte, als er die Briefe an die Gemeinden geschrieben hat? Wollte er sie warnen oder wollte er sie ermutigen? Just saying, if we really understand that book, the way that the first readers understood it, Wenn wir das Buch so verstehen, wie es die ersten Leser verstanden haben, I think we'll see a lot of more encouragement in it. dann würden wir, glaube ich, noch mehr Ermutigung da drin sehen. Kannst du nochmal den Hauptsatz, wie du das gesagt hast, wie du das so verstehst? So I think we have a clear first part of the book, which is describing the current situation of these 7 churches. Ich glaube, wir haben eine klare Aussage am Anfang, die die Situation der Kirchen beschreibt. That's over here, of course. And then we have the last part, which describes judgment of God against evil and against the enemy. Und im letzten Teil der Gericht gegen das Böse und den Feind beschreibt. And the happy ending for everyone who is part of God's family, who holds on faithfully to the end. Und das glückliche Ende für die, die an Gott festhalten bis zum Ende hin. And I feel that everything in between is answering the question, Und ich glaube, alles dazwischen beantwortet die Frage, how should the church live until then? wie soll die Kirche bis dahin leben? What should the church expect in this time that we're in right now? Was soll die Kirche erwarten in der Zeit, in der wir gerade sind? What does it look like to be faithful? What does it look like to be victorious? Wie sieht es aus, treu zu sein und siegreich zu sein? There's another thing that we can notice in this structure. Noch eine andere Sache, die wir erkennen können an der Struktur. Look up here. Do you see like these different acts as if we're in a theater play? Schaut mal da oben, da sehen wir die verschiedenen Teile, als wären wir beim Theaterstück. And every time, each of these acts has 7 scenes. Und jeder dieser Teile, dieser Akte hat 7 Szenen. I think it's clear. Okay, so we have 7 churches. Okay, wir haben also 7 Kirchen. Then later we have 7. Whoops, didn't mean to do that. Be right back with you. Please. After that we have 7 seals, we have 7 trumpets, 7 bowls. Danach haben wir 7 Schalen, 7 Posaunen und 7 Zeichen. And so you do notice that John keeps bringing these structures of 7, right? Also sehen wir, dass Johannes diese Zahl und Struktur der 7 immer wieder neu bringt. And then you can ask yourself, does John mean that these things come one after the other? That first we have 7 seals, and then we have 7 trumpets, and then we have 7 bowls that are being poured out? Und die Frage könnte jetzt vielleicht sein, warum ist es aus einem bestimmten Grund so angeordnet, dass wir zuerst die 7 danke. Die 7 Sicheln haben, dann die 7 Posaunen, die 7 Zeichen. Or could it be that the same story is being retold again and again and again with a slightly different picture? Oder kann es sein, dass die gleiche Geschichte nochmal wiederholt wird, aber ein bisschen anders aussieht? Could it be that this is all happening at the same time? Maybe even describing the same things? Könnte es sein, dass es alles zur gleichen Zeit passiert und die gleichen Dinge beschreibt? Remember in the presentation yesterday, you saw several great battles being described. Wisst ihr noch, gestern bei der Offenbarung, da wurden verschiedene Kämpfe beschrieben. Are these all different battles that will happen in the future, or could it be that they are really describing this one big battle that is going on or is still to come? Sind das alles verschiedene Kämpfe, die vor sich gehen, oder ist es ein großer Kampf, der da gerade abgeht? Opinions on that differ. Die Meinungen dazu sind unterschiedlich. And a very important question is, do these things that are described here in the middle section of the book, are they already going on right now, or are they still to come in the future? Aber eine wichtige Frage zu dem Mittelteil ist, war das schon oder wird es noch kommen? And that all depends on your main understanding of Revelation.
Und all das hängt davon ab, wie du hauptsächlich die Offenbarung verstehst. Throughout history, people have seen the prophecies described in Revelation four main ways. Also es gibt 4 Hauptinterpretationen, wie Leute das sehen. Everyone agrees that the last 2 chapters of Revelation, they happen in the end. They are still to come in the future. Jeder stimmt damit überein, dass die letzten 2 Kapitel in der Offenbarung noch in der Zukunft kommen werden. The New Jerusalem. Das neue Jerusalem. But what about the seals, the trumpets, the bowls? But what about the 2 witnesses and the beasts? When do these happen? Aber was ist mit den Sicheln, mit den Posaunen und auch mit dem Tier? Wann passiert all das? You, sorry, forgot. You don't actually have to write this down because I have a handout for you. Du musst eigentlich alles aufschreiben, denn ich habe da ein Handout für This euch. is both German and English. Das ist auf Deutsch und Englisch. Always sucks when you prepare a handout and then you forget to give it out. So this here is German structure and this here is the English structure for you guys. Also deutsche und englische Struktur. Und die anderen alle Englisch? Möchtest du den jetzt deutsch? Die alle Englisch? The main views, they're bilingual, kind of. Can you give it to Jonathan, and just to check it Which is massive. That's great. Do we have an extra main interpretations sheet? I think everyone got one? Do you have this? No. Oh, alright, so this is Foxy. Oh yeah. Yeah. Interesting. This was a few years ago. Didn't know this. Okay, so in the first view, the preterist view, the idea is that most of these things have already happened. Also die erste Sichtweise, die präteristische Lesart, das geht davon aus, dass die meisten Dinge schon passiert sind. This view, it mostly is taken by people who see the book placed in the 60s after Christ. Das wird von Leuten so gesehen, die das Buch in den 60er Jahren nach Christus einordnen. Because they see a lot of these judgments that are being described, these scorpions that, for example, this army of scorpions, they say that's the Roman army coming in and destroying Jerusalem. Also diese Skorpione, von denen wir lesen im Buch, sagen sie, das sind die Römer, die zu der Zeit da waren. A lot of that judgment of like destruction and stuff, that is when Jerusalem is destroyed. Ein großer Teil der Zerstörung ist das, wo Jerusalem zerstört wurde. In that case, John would have been writing about something that would happen soon after his writing. In diesem Fall hätte Johannes über was geschrieben, was kurz danach passiert ist. But that would also mean that the main part of the book, it doesn't have that much application to us today. Das würde aber auch heißen, dass der Mittelteil im Buch nicht so viel Anwendung auf uns hat. The second one is the funniest view. Das zweite ist das Witzigste. Yeah, Barack Obama. Barack Obama. Basically, it says that the predictions, like, are you missing something? Does it say Barack Obama on the sheet? No. Oh, okay. Okay. Like, where is this? So it says that some of these individual things that are being described in Revelation, Es sagt, dass diese Dinge, die in der Offenbarung beschrieben werden, that they can be matched with some events that have happened in history in the past. dass sie mit Dingen zusammengebracht werden können, die in der Geschichte passiert sind, also in der Vergangenheit. Remember, for example, these beasts with their little heads and their horns and stuff, and some people say, wow, that was Adolf Hitler and Joseph Stalin and Barack Obama, whatever. Erinnert euch vielleicht an das Tier mit den Hörnern, und da wird gesagt, dass das Leute sind wie Stalin oder Hitler oder Barack Obama. What would people like Martin Luther have said during the Reformation? Who was the beast? Was hätten Leute wie Martin Luther gesagt zur Zeit der Reformation? Wer war das Tier? The Catholic Church and the Pope and the Vatican. Die katholische Kirche, der Papst und der Vatikan. The problem with this view is that history has always kept on going since then. Das Problem mit dieser Lesart ist, dass die Geschichte immer weiter ging. No one can agree on
which people or which events are actually being described. You have like 100 different people and 99 different opinions. Also du hast zum Beispiel 100 verschiedene Leute und 99 verschiedene Ansichten. And then maybe Barack Obama, looking back, he was just another president. Und dann war Barack Obama vielleicht nur ein anderer Präsident. And half the country would say that Obama was the Antichrist, and the other half would say that Trump is. Und ein paar würden sagen, dass Obama der Antichrist war, und andere würden sagen, es waren Why is it all about America? oder Does Revelation actually focus on the United States of America? Good question by a Canadian. Oh, Jesus, help me. hier ist in der Offenbarung um die USA. That's why I say that the second view, it has basically been discredited by serious scholars. Deshalb wurde diese zweite Lesart kritisch gesehen bei Wissenschaftlern. But hundreds and thousands of books have been written over the decades to prove this. Aber Hunderte und Tausende von Büchern wurden geschrieben, um das zu beweisen. And it's quite fun. Das ist ziemlich witzig. Now we get to the futurist view, Jetzt kommen wir zur futuristischen oder endgeschichtlichen Lesart. which says that most of the things described there are still to come in the future. Und da wird es so gesehen, dass die meisten Dinge, die beschrieben werden, noch in der Zukunft passieren Where you werden. say, okay, we see that natural catastrophes are increasing right now, but it's going to get a lot worse, and that is still to come in the future. Und dass wir zum Beispiel sagen, Naturkatastrophen, die passieren schon, aber es wird noch viel, viel schlimmer in der Zukunft. That we actually have to keep really mindful and like observant and like be ready when these things will happen. Und das sagt uns, dass wir wirklich darüber nachdenken sollen und beobachten sollen, dass wir bereit sind in der Zukunft. And in the most literal sense, that some kind of a beast will appear and some kind of witnesses will show up, and that these things will actually literally happen anytime soon or far. Und dass wir wörtlich auf das Tier warten oder sehr schlimme Dinge passieren werden in der Zukunft. It's possible to understand it that way, Es ist möglich, das so zu verstehen. but a problem with this view would be that to the original readers in John's day, these things didn't apply very much then. Aber ein Problem ist, dass es für die ursprünglichen Leser zur Zeit des Johannes damals keine große Bedeutung gehabt hat. Is Revelation really written to just give us a play-by-play kind of things of overview of like what's going to happen in the future? Possibly, not necessarily. Ist die Offenbarung geschrieben, um uns zu sagen, was in der Zukunft noch passieren wird? Möglicherweise. And then there's the last way of looking at Revelation, Und dann gibt es die letzte Leseart, wie man die Offenbarung betrachten kann. which is an idealist view. Das ist eine idealistische. It understands the things that are being described in these chapters more as metaphors or as a very picturesque kind of way of describing an earthly reality. Da werden die Dinge, die in der Offenbarung beschrieben werden, eher bildhaft, symbolisch gesehen. One reason why this might make sense is because we are reading an apocalypse. Warum das Sinn ergeben würde, ist, weil wir eine apokalyptische Schrift lesen. And we have an example of an apocalypse from the Bible and an apocrypha that I'm going to explain to you now. Und wir haben ein Beispiel der Apokalypse und auch der Apokryphen, was ich euch jetzt beschreiben werde. You know the book of Esther. Ihr kennt das Buch Esther, It's a romance. das ist eine Romanze, It's a political drama. ein politisches Drama. It's really like a thriller where it's about like averting this genocide of the Jews. Und das ist ja auch ein Thriller, wo verhindert werden soll, dass die Juden umgebracht werden. This book of Esther is described in a very earthly kind of way. I think the name of God is not even mentioned in it. Das Buch Esther wird auf eine sehr weltliche Art geschrieben und der Name Gott wird gar nicht erwähnt. But of course it shows to us how God was moving in the background and how he had his hand of protection over his people. Aber es zeigt, wie Gott im Hintergrund gewirkt hat und wie er seine Hand des Schutzes auf sein Volk gelegt hat. Now here's the interesting thing. There is an apocrypha that describes the same story, Und das Interessante dabei ist, dass es einen Apokryphen gibt, was die gleiche Geschichte beschreibt. that sounds very much like the book of Daniel or Revelation. Es hört sich ähnlich an wie das Buch Daniel oder Offenbarung. That talks about angels and evil angels, whatever, fighting each other. That talks about archangels, you know, with their swords and stuff. Da geht es um Engel, um böse Engel, um all die, die mit dem Schwert einander kämpfen. So it's kind of
taking this story that's happening on earth and it's kind of placing it in the spiritual realm and giving a different perspective of it. Das ist also die Geschichte, die ja, weltlich gesehen ist, aber die eine himmlische Perspektive hat. Or maybe just putting really dramatic imagery to it. Oder die einfach ein dramatisches Bild dazu packt. And possibly something similar is happening with Revelation. Und was Ähnliches passiert auch mit der Offenbarung. Possibly. Möglicherweise. That when we get these images, these wild things, these crazy beasts, the dragon and so forth, Dass da, wo wir diese Bilder haben, das Tier und den Drachen und so weiter, that yes, it should be a little bit scary and shaky, but at the same time that it actually is talking about something much more common to our everyday life. dass es schon furchteinflößend und so weiter sein sollte, aber dass es gewöhnlicher ist für unser normales Leben. That it describes something that is already a reality for us today. Dass es was beschreibt, was schon für uns Realität ist. And I will go on describing to you what that might look like in some aspects. Und ich werde das weiterhin noch beschreiben, wie es ausgesehen haben könnte. What do you think? What do most Bible scholars believe out of these four views? Was denkt ihr, welche Sichtweise teilen Bibelwissenschaftler am ehesten? Well, out of the speakers, the YWAM Biblical Study speakers that came to our first DBS here in 2017, Von den Lehrern in der Bibelschule in 2017 and we have some great speakers here. We had Manuel Freischlad, who has been here with you. da hatten wir wunderbare Sprecher, wie zum Beispiel Manuel Freischlad, der hier war mit euch. Phil Leach, a guy of like the same quality and the same generation from the King's Lodge. Phil Leach, einer aus der King's Lodge in England, der die gleiche Qualität hatte. From Vila, we had Actually, early more in teaching Wheeler to Yeah, pick no, Dr. but- Heinz. Heinz Sänger from Vila. Heinz Sänger from Vila. And so I asked them in a survey, I wanted to know, what do you guys believe? What is your personal view on Revelation? Und ich habe eine Umfrage gestellt und habe sie gefragt, was ist eure persönliche Sichtweise über Offenbarung? Most of them said that they hold some kind of a combination between the first view, where it's really based in history, Die meisten haben gesagt, sie glauben an eine Kombination von dem ersten, wo es in der Zukunft passiert, no, in der Geschichte, where it's wo es in der placed Geschichte in the passiert ist, history of the original readers, and the idealist view, und von dem letzten, der idealistischen Sicht, meaning that when it talks about catastrophes, it might not just talk about one specific catastrophe that will happen in one specific year, dass da, wo es um Katastrophen geht, es wahrscheinlich nicht nur eine Katastrophe war zu einem bestimmten Jahr, but this is a symbol that catastrophes will keep happening and maybe even keep increasing. sondern dass es ein Symbol ist, dass Katastrophen weiterhin passieren werden und immer und immer wieder passieren. That when it talks about war breaking out, the rider on his horse, right, you know, who's bringing war, or the rider who's bringing hunger and famine, that this is describing all of the wars and all of the hunger and famine from John's time into our time and into the future. Dass da, wo es um Krieg und um Hungersnot geht, dass es nicht nur die Zeit damals war, sondern dass es immer weitergeht und sich wiederholt von damals, von Johannes Zeiten bis heute. And I would say that that makes some sense to me. Und für mich ergibt es Sinn. Einiges von Sinn. So now we are ready to head into a coffee break. Jetzt sind wir bereit, zur Kaffeepause zu gehen. If you have any deep questions on all of this, you can ask them now, and I can think about them during coffee break. Wenn du tiefere Fragen hast, könnt ihr die jetzt stellen und ich habe Zeit, in der Kaffeepause drüber nachzudenken. And then after break, we actually want to go into the book itself and try to unpack a little bit of its message. Nach der Pause wollen wir noch genauer in das Buch schauen und die Botschaft entschlüsseln. Okay, so let's go for coffee break. Lass uns zur Kaffeepause gehen.